Am 26. April 1986 geriet ein Test im Atomkraftwerk Tschernobyl außer Kontrolle. Reaktor 4 ist explodiert und wirbelte Unmengen von radioaktiven Stoffen in die Luft. Ein riesiges Gebiet wurde verseucht und Städte wie Pripyat viel zu spät evakuiert. Jahre später besuchen wir den Ort der Katastrophe. Guten Morgen, Benny. Und bist du bereit? Ich bin bereit. Und du? Bereit. Und wirklich hundemüde ging es dann gemeinsam mit unseren Guides in den Norden der Ukraine. Nach einem Militärcheckpoint waren wir dann in der Zone. Und unser erster Halt war das Dörfchen Salisa. Das ist das Doctors Office, also da war der Doktor. Und in diesem Dorf, da haben sie überhaupt nichts mitbekommen. Nachdem Pripyat schon längst evakuiert wurde, sind die Leute hier halt einfach wirklich hier gelassen worden, haben sich gewundert, warum fahren die Leute alle weg? Ich check gerade schon mal mit unserem coolen Geigerzähler, ob man hier irgendwas mit besonders hoher Strahlung findet. Man sieht gerade 0,18 Mikrosievert auf dem Display und 0,3 Mikrosievert sind aber normal in der Ukraine, also der Durchschnitt. Das heißt, wir sind jetzt sogar gerade drunter, obwohl wir schon in der Zone drin sind. Also sehr interessant. Oh Mensch, du, da müssen wir gar nicht mehr zum Ikea heute. Ja, und hier sieht man jetzt auch schön, wie die Natur sich alles zurückholt. Das war jetzt mal ein Shop, wo man früher alle möglichen Sachen kaufen konnte. Hier sind auch jede Menge Plünderer unterwegs und die räumen hier alles aus Metall weg. Hier, die hier eindringen ins Gebiet und da oben die Decke komplett eingebrochen. Man sieht das, ja, vor allem durch Wind und Wetter. Die Natur holt sich den Ort zurück. Ich habe auch schon Freunde gefunden hier in Tschernobyl. Hier rennen ganz viele wilde Hunde rum. Die sind ganz lieber. Weil jetzt geht es zum Duga-Radar. Da sieht man schon die Spitze ganz oben. Das wurde damals benutzt tatsächlich, um Raketen zu erkennen. Langstreckenraketen, die gegen Russland fliegen von den Amerikanern. Wow. Geh ruhig drauf! Tu dir keinen Zwang an hier! Jetzt sind wir hier in dieser streng geheimen Militärbasis. Da vorne ist auch ein Schild gewesen. Wer hier früher reingegangen ist, wurde ohne Vorwarnung erschossen. Mega krass. Hier sind die Kasernen, wo die Soldaten früher gewohnt haben. Und wie gesagt, Radarantenne streng geheim, perfekt versteckt hier im Wald, von nirgendwo aus sichtbar. Haben wir eben auch festgestellt. Mega gut gewählt. Ja, musste dann 1986 aber außer Betrieb genommen werden. Ist alles aufgeflogen natürlich, als die Katastrophe passiert ist. Über 100.000 hatten nur 2,5 Stunden Zeit, ihre Sachen zu packen. Und viele sind an den Folgen gestorben. Der sowjetische Vorzeigeort Pripyat ist heute die größte Geisterstadt Europas.
75. Alter, der steigt immer weiter. Hier bei dem Riesenrad ist auf jeden Fall ein richtiger Hotspot. Und da sollte man sich nicht zu lange aufhalten. Liegt daran, weil die Helikopter hier gewaschen haben damals. Boah. Hier, Benny, hast einen Coin, kannst du rund Autoscooter fahren, ne? Ja, danke, die funktionieren bestimmt noch bestens. Oh, Leute, jetzt fängt es hier schon an zu piepen. Hier bei dem Kindergarten. Oh mein Gott, Benny. Oh, der Boden, der fühlt sich nicht gut an, Leute. Nee, der gibt nach. Hier ist ein richtig tiefes Loch, da muss man voll aufpassen. Ey. Guck mal, hier war die Toilette. Guck's dir an. Ja, Schaukelpferd, Ritter. Oh mein Gott. Die haben ja auch geschlafen. Also creepy Gegenstand, da gibt's schon einiges. Richtig, richtig heftig hier. Und so wie der Kindergarten zerfällt, hat es auch das Fußballfeld von Pripyat eingeholt. Das Gelände hier war eigentlich ein alter Bauernhof, man erkennt ein bisschen ein Gebäude, aber heute ist das eine Stalker-Base. Ähnlich wie in dem Spiel Stalker gibt es nämlich auch Stalker hier in der Zone heute noch. Die jagen natürlich nicht Mutanten und irgendwelche radioaktiven Relikte, aber die sind hier unterwegs, um zusammen ja, so ein Abenteuer zu erleben. Die erkunden die Zone auf eigene Faust, ist auch illegal, also wenn man erwischt wird, muss man eine Strafe zahlen und ja, wollen einfach nur so ein Feeling haben wie eben in dem Spiel Stalker, also so Apokalypsen-Fanatiker. Hier am 24.09.2018 war jemand hier. Interessant auf jeden Fall. Und ja, was ist eigentlich euer Lieblingsspiel, so postapokalyptisch gesehen? Es gibt ja Stalker, Fallout, DayZ und so weiter. Schreibt es mal in die Kommentare. Auf jeden Fall ist das hier wirklich wie im Spiel. Also so schrecklich auch die Ursache ist dieser Situation, umso krasser ist es, diese verlassenen Orte zu sehen. Hier hat sich scheinbar jemand einen kleinen Snack zubereitet und das Krasse ist, auch hier steigt die Radioaktivität. Vielleicht war das ja ein radioaktives Schaf. Meter hinter uns ist der Reaktor von Tschernobyl in den Sarkophag eingehüllt, Leute. Es ist irgendwie total surreal hier zu sein, oder? Ja, mega, weil man kennt es nur aus dem Fernsehen, also aus den Nachrichtendokumentationen. Es ist ein mega Ereignis, was also alle aus unserer Generation ja auch auf jeden Fall mitbekommen haben, hat uns alle geprägt. Und jetzt ist man hier und das ist echt surreal, ja. Das ist sehr surreal, wenn man sich auch überlegt, wie viele Menschen von hier fliehen muss, wie viele gestorben sind und alles. Ja, ist echt übel, ist echt übel. Was da hinter uns alles passiert ist. Wie viele Helden hier auch am Werke waren, das muss man ja auch mal sagen, die sich geopfert haben, damit wir heute nicht mehr darunter leiden. Das muss man echt mal sagen. Absolut. Krass. Da sind Leute echt, die sind in den Selbstmord gegangen für andere. Also die Strahlung geht noch, scheinbar wirkt der Sarkophag, denn hier war mal die Messung so hoch, da gab es gar keine Messdaten mehr für. Bevor wir was zu essen kriegen, muss der Benny jetzt erstmal durch die Schleuse, ob er nicht radioaktiv ist, ne? Ja, genau. Ob ich Radioaktivität an mir habe oder aufgenommen habe. Also ganz viele Sensoren für alle möglichen Körperteile, die mir dann auch hier auf so einer Grafik genau anzeigen, wo ich verstrahlt bin. Ja, komm, dann geh mal rein, geh mal rein. Da bin ich jetzt aber auch mal gespannt, ob der Benny, der ist ja schon naturverstrahlt eigentlich, ja? Das Gerät ist schon was älter und es zeigt dir an, du kannst durchgehen, ne? 2 ist okay. 2 ist okay. Ja. Okay, ich hab's geschafft.
Jo, jetzt haben wir was zu essen bekommen. Hier typisch ukrainisch eine Suppe, ein Omelett mit Nudeln, ein bisschen Salat, ein Brötchen. Und der Benny hat dasselbe. Ja, ich gehe mal aber auf Nummer sicher hier. Ne? Nicht so geil. Boah, probier mal diesen Kloß. Der ist, also ich glaube, das sind alle Knorpel von einem Schwein einfach nur zu einem Kloß geformt. Nee, danke. Ich esse die Suppe drumherum. Am Ende des Tages haben wir gerade mal so viel Strahlung aufgenommen, wie beim Flug von Deutschland in die Ukraine. Die Region ist aber immer noch gefährlich. An Hotspots wie diesem wurden 8000 Mikrosievert gemessen. Ich habe auf jeden Fall wieder viel gelernt. Vor allem, wie mächtig so ein kleines Atom ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es dir gefallen hat, lass doch mal den Daumen nach oben da. Alleine schon für die Wildpferde hier am Straßenrand. Das war's von diesem Abenteuer. Wir sehen uns im nächsten.